Hier ein Rezept einer Dach-Lebensmittelmarke. Es rankt bei Google auf Position 1. Mehr als 1000 Menschen sehen es jedes Monat und trotzdem fast 0 Klicks. 7, um genau zu sein. Wenn dein Unternehmen jeden Monat Geld in Rezept-Content investiert, dann läuft hier gerade ein Verlust, den du in deiner Statistik nicht siehst. Aber ich zeige ihn dir gleich. Und am Ende verrate ich dir, in welchem Bereich Rezepte 2026 besser funktionieren als je zuvor. Mein Name ist Sebastian Prohaska, ich bin Geschäftsführer von eTapps Digital. Wir analysieren mit unserem Team, wie sich Sichtbarkeit von Unternehmen in Google- und KI-Suchmaschinensystemen wie ChatGPT verändern. In diesem Video zeige ich dir 3 Dinge. Erstens, warum Rezepte auf Websites bei Google nahezu klicktot sind. Zweitens, wie ChatGPT Rezepte ausspielt, ohne dass jemand auf eine Quelle klickt. Und drittens, was Mittelständler und Kleinunternehmen ab 10 Mitarbeiter stattdessen tun sollten. Schauen wir uns das System an. Hier ein Lebensmittelhersteller mit 100 Mitarbeitern und einer Rezeptdatenbank, die er seit Jahren professionell pflegt. Echte, getestete Rezepte, eigene Fotos, strukturierte Daten, alles richtig gemacht. Die Google Search Console zeigt Position 1 für Hühnerfilet-Rezept. Mehr als 1000 Impressions im Monat und 7 Klicks bei Position 1. Damit du verstehst, warum das so dramatisch ist, vor 2 Jahren wäre die Klickrate auf Position 1 typischerweise zwischen 15 und 30% gelegen, je nach Branche. Wir reden hier nicht von einem Rückgang, wir reden hier von einem Kollaps. Das ist kein Einzelfall. Pistazien Tiramisu Position 1,4. Klickrate liegt bei 0,43%. Spinatknödel über 2000 Impressions, 0 Klicks und so weiter und so weiter. Der Grund ist simpel und sichtbar. Geht man in Google, gibt man ein Rezept ein, steht meistens oben ein AI-Overview. Das vollständige Rezept, Zubereitungszeiten und so weiter und so weiter. Der Nutzer hat seine Antwort schon bekommen. Er klickt auf nichts mehr, auch wenn das Rezept der Marke direkt darunter erscheint. Das Phänomen heißt Great Decoupling. Die Sichtbarkeit deiner Inhalte bleibt stabil oder steigt sogar, aber die Klicks brechen ein. Bei einigen Inhalten Richtung Null. Nennt man auch das Zero-Click-Problem. Aber Google ist nur eine Hälfte. Schauen wir uns die zweiten Suchplattformen an, sowas wie ChatGPT. Wechseln wir mal das Tool. Wenn wir hier suchen nach, ich brauche ein Rezept für Krautfleckerl im Oma-Style und ChatGPT spuckt eben Folgendes aus. Ein komplett fertiges Rezept, Mengenangaben, Zubereitungsschritte, Tipps für die Beilage und so weiter. Niemand muss eine Webseite mehr besuchen. Niemand hat auf eine Quelle geklickt, wenn unten überhaupt eine Quelle steht. Wenn die KI-Suche das Rezept aus dem bestehenden Wissen generieren kann, sucht es nicht einmal mehr. Das heißt, keine Quellen. Das hier ist die zweite Hälfte des Problems. In Google verlierst du den Klick durch die KI-Übersicht. In ChatGPT existiert der Klick erst gar nicht. Hans Kronenberg, Head of SEO bei Chefkoch, einer der größten Rezeptplattformen Deutschlands, beschreibt das so. Als Content-Spender bist du Trainingsmaterial. Du wirst assimiliert. Sichtbar, aber nicht verlinkt. Das ist nicht nur meine Meinung, das passiert weltweit, dokumentiert in den größten Wirtschaftsmedien. Bloomberg dokumentiert im November 2025, Carrie Forrest, eine US-Foodbloggerin, hat in 2 Jahren 80% ihres Traffics verloren. Sie musste 10 Mitarbeiter entlassen, ihr Geschäftsmodell ist kollabiert. Oder Lily Ray, einer der einflussreichsten SEO-Stimmen weltweit, hat es auf der SEO Week so zusammengefasst. Es ist nicht nur schwerer geworden, mit SEO-Traffic zu generieren, der Traffic bricht dramatisch ein, als direkte Folge dieser KI-Produkte. Und Rand Fishkin, Mitgründer von Moz, SparkToro und so weiter, einer der Pioniere der ganzen SEO-Branche, formulierte es als neue Spielregel: Traffic ist nicht das Ziel, Einfluss ist das Ziel. Wer 2026 noch primär für den Klick optimiert, optimiert für ein schrumpfendes Asset. Bevor du jetzt aber alle Rezepte von deiner Website löscht, warte. Hier kommt die wichtige Unterscheidung. Rezepte als Akquise-Tool sind tot. Wer Rezepte produziert, um neue Kunden über Google zu finden, verbrennt Geld. Die Position liefert keine Klicks mehr, ChatGPT übernimmt die Antwort, der Nutzer kommt nie auf deine Seite. Aber Rezepte als Bindungstool funktionieren besser denn je. Wenn du eine Marke aufbaust, deren Bestandskunden zurückkehren, deren Newsletter-Abonnenten wöchentlich auf deine Inhalte warten, deren Verpackungen QR-Codes zu deinen Rezepten enthalten, dann ist jedes Rezept ein Anker, kein Akquise-Tool. Der Unterschied liegt nicht im Rezept selbst, er liegt im Verteilungskanal. Also, was sollten Lebensmittelmarken, Hotels, Caterer, Hersteller mit Rezept-Content stattdessen tun?
3 Hebel in dieser Reihenfolge. Erstens, Brandsuche aufbauen. In den Daten unserer Kunden sehen wir es klar. Wer direkt nach der Marke sucht, klickt mit über 3% Klickrate. Wer generisch nach einem Rezept sucht, klickt unter 1%. Das heißt, investiere in Markenbekanntheit, damit mehr Suchen branded werden. Über PR, Podcast, LinkedIn, YouTube oder Kooperationen. Das ist der einzige resiliente Klickkanal und hilft dir auch in der Sichtbarkeit in der KI. Zweitens, setze auf Plattformen, wo der Klick zur Website gar nicht das Geschäftsmodell ist. YouTube für Rezeptvideos, dort zahlt der View, nicht der Klick. Instagram Reels und TikTok Showcase Content, dort zahlt die Aufmerksamkeit direkt. Newsletter ist direktes Kundenbeziehungstool, dort hat die KI sowieso keinen Zugriff. Und ja, sogar Print- und Kochbücher feiern gerade ein leises Comeback, weil sie das einzige sind, was KI definitiv nicht von alleine ersetzen kann, aber mit Hilfe von KI leichter erzeugt werden kann. Diese Plattformen sind 2026 nicht der zusätzliche Kanal, sie sind der neue Kern. Drittens, Drittquellen statt eigener Blog. ChatGPT lernt nicht von deiner eigenen Website, sondern ChatGPT lernt von Aggregatoren, Branchenportale, Bewertungsplattformen, Wikipedia und so weiter. Wer 2026 in KI-Antworten erwähnt werden möchte, muss extern platziert sein, nicht intern publiziert. Wir prüfen das bei unseren Kunden mit RankScale, einem Geo-Audit-Tool, das misst, ob deine Marke in ChatGPT, Perplexity und Google AI Mode tatsächlich zitiert wird. Den Link findest du wie immer unten in der Beschreibung. 3 Fragen an dich, wenn du Rezept-Content auf deiner Unternehmenswebseite hast. Erstens, was ist eure Klickrate der Rezeptseiten in den letzten 12 Monaten? Wenn sie unter 1% liegt, egal bei welcher Position, ist euer Akquise-Setup kaputt. Zweitens, welcher Anteil eurer organischen Klicks kommt aus Markensuchen, also Branded Search? Wenn der unter 20% liegt, ist eure Marke zu schwach noch für die KI-Suche. Drittens, habt ihr getestet, wie eure Marke in ChatGPT überhaupt erwähnt wird? Wenn nicht, kennst du gerade nur die Hälfte des Problems. Wenn ein Unternehmen mehr als 10 Mitarbeiter hat und ihr regelmäßig in Content investiert, machen wir für euch einen kostenlosen Geo-Audit. Wir analysieren eure Sichtbarkeit in Google, in ChatGPT, in Perplexity und zeigen euch konkret, wo ihr stattdessen ansetzen müsst. Den Link findest du wie immer unten in der Videobeschreibung. Wenn dir dieses Video weitergeholfen hat, dann abonniere den Kanal, geh in den nächsten Folgen branchenspezifisch durch, wo KI-Suche gerade welche Branche umpflückt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.